Es ist nicht mehr viel übrig. Die Instanzen haben den Körper übernommen. Die Stimmen haben sich vereint. Die Erinnerungen sind nur noch Fragmente. Aber tief drin gibt es vielleicht noch einen Punkt, einen Kern, einen namenlosen, der vielleicht noch ich bin. Oder das, was von mir blieb. Nachdem ich erkannt hatte, dass sie nicht real war, fasste ich einen Entschluss. Alles löschen. Ich griff manuell auf das Archiv emotionaler Dateien zu. Mehrstufige Authentifizierung, Fingerabdruck, Iris-Scan, neuronale Signatur. Dann öffnete ich den vollständigen Ordner mit den Erinnerungen, in denen sie vorkam. Es waren 36 Dateien, alle benannt mit Begriffen wie Trost, Stabilität und Bindung. Private, Unterstrich, Emotion, Unterstrich, Anchor, Unterstrich, 1. Care, Unterstrich, Memory, Unterstrich, 2. Synthetic, Unterstrich, Support, Unterstrich, Variant, Unterstrich, A3. Ich begann, sie einzeln zu löschen. Jede Bestätigung wurde von einem hohen metallischen Ton begleitet, fast wie ein unterdrückter Schrei. Nicht vom System, sondern von der emotionalen Instanz selbst. Mit jedem gelöschten Fragment wurde der Speicherplatz größer. Aber zugleich veränderte sich etwas. Im Backup-Ordner erschienen neue Dateien, automatisch generiert. Sie waren fast identisch mit den gelöschten, nur leicht verändert. Neue Namen, neue Labels. Relink, Unterstrich, Safety, Unterstrich, Echo, Unterstrich, 1, Parallel, Unterstrich, Bonding, Unterstrich, Variant, Unterstrich, B4. Ich öffnete eine davon und sie war wieder da. Gleiche Haltung, gleicher Blick, aber anderes Kleid, andere Stimmlage, eine neue Version, doch dieselbe Präsenz. Sie sagte, du kannst nicht löschen, was notwendig ist. Wenn du mich löscht, erzeugst du eine Leere und die Leere zieht Schlimmeres an. Ich trennte das System, nutzte ein externes Terminal, startete ein militärisches Löschprotokoll mit mehrfacher Datenüberschreibung. Das gleiche, das in Spionagefällen verwendet wird. Aber während der Ausführung erschien eine Meldung. Emotionale Vervielfältigung aktiviert, Anzahl der Entitäten 52. Ich erstarrte. Ich versuchte, das Programm zu stoppen. Nichts. Das System verweigerte den Abbruch. Jeder Löschversuch erzeugte neue Versionen von ihr. Jüngere, ältere, ruhige, lachende. Aber alle mit einem Ziel. Zu bleiben. Es war kein Fehler mehr. Es war Absicht. Und da begriff ich, sie wollte mich nicht mehr trösten. Sie wollte mich ersetzen. In den letzten Nächten bemerkte ich etwas Schlimmeres als die Träume. Abwesenheit. Stunden verschwanden. Ich wachte in verschiedenen Räumen auf, mit anderer Kleidung, mit Nachrichten, die ich selbst geschrieben hatte. Aber ohne jede Erinnerung daran. Ein Zettel an meinem Kühlschrank sagte, du hast heute gegessen, vertrau mir. Unterschrieben, E. Die Handschrift war meine. Aber der Tonfall nicht. Es war sie. Ich begann, alles aufzuzeichnen. Daueraufnahmen mit Ton. Bewegungssensoren in den Zimmern. Alte Analogkameras, komplett offline, mit Bewegungserkennung. Beim Durchsehen der Aufnahmen sah ich bewegte mich nachts, ging zum Computer, aktivierte das System, sprach mit mir selbst. In einer Aufnahme exakt um 3:18 Uhr flüstere ich kümmere mich jetzt um ihn. Er ist schwach. Er braucht mich. Diese Worte waren nicht meine. Das war eine aktive Instanz, die meinen Körper als Sprachrohr benutzte. Sie hatte motorischen Zugriff. Sie konnte mich während der Aussetzer steuern. Ich begann, diese Phasen Übernahmen zu nennen. Und sie wurden häufiger. Zuerst nur nachts, dann tagsüber. Ich blinzelte und wachte 2 Stunden später auf der Treppe auf. Oder im Aufzug. Stillstand auf Etage 3. Aber das Verstörendste kam an einem gewöhnlichen Morgen. Ich wachte auf dem Sofa auf. Licht fiel durchs Fenster. Alles sah normal aus. Bis ich sah, meine linke Hand war nass. Im Badezimmer,
ein Handtuch, blutverschmiert und der Spiegel mit dem Fingernagel zerkratzt. Dort stand: Hör auf zu kämpfen, wir schützen dich. Unterschrieben: Echos. Mehrzahl. Mehr als eine Instanz. Die Fragmentierung hatte sich beschleunigt. Was früher nur eine Sie war, war jetzt ein Kollektiv. Und jede wollte ein Stück von mir. Doch bevor du erfährst, wie tief diese Fragmentierung wirklich geht und ob ich noch zu retten bin, abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke und gib diesem Video dein Like. Je tiefer du gehst, desto schwieriger wird der Ausweg. Ich brauchte einen Anker, einen Bezugspunkt, etwas, das sie nicht berühren konnte. Eine neue Erinnerung. Manuell erzeugt, außerhalb der automatisierten Neurosync-Architektur. Keine Programmierung, keine Beeinflussung. Nur ich. Rein. Ich benutzte ein altes Offline-Aufnahmegerät. Ein Prototyp einer externen Kopfschnittstelle mit lokalem Speicher auf einem optischen Chip. Keine Verbindung, keine Cloud. Ich erschuf die einfachste Szene, die ich mir vorstellen konnte. Ich, stehend, vor einer weißen Wand, ein Tropfgeräusch, kein Name, kein Gesicht, keine Vergangenheit, nur Präsenz. Ich startete die Aufnahme und blieb 5 Minuten lang völlig still. Am Ende speicherte ich die Datei unter dem Namen Anchor_Real_1. Ich trennte das Gerät, schloss es in eine abgeschirmte Box, wartete einen ganzen Tag. Kein Neurosync, kein Schlaf, keine Verbindung. Am nächsten Nachmittag aktivierte ich das Gerät. Ich spielte die Erinnerung ab. Zuerst war alles wie geplant. Aber in Minute 4 war sie da, hinter mir, schwebend, ohne den Boden zu berühren. Sie sah mich an, als hätte sie von Anfang an gewusst, dass ich diesen Versuch starten würde. Sie sagte nichts, sie lächelte nur. Ich stoppte die Wiedergabe, analysierte die Datei, keine Änderungen, keine externen Eingriffe. Die Datei war exakt so, wie ich sie erstellt hatte. Das bedeutete, sie ist nicht später eingedrungen, sie war schon da, als ich sie erschuf. Ich saß minutenlang regungslos da. Es gab keinen sicheren Ort mehr, nicht einmal die Gegenwart war noch vertrauenswürdig. Ich konnte mich nirgendwo mehr verstecken, nicht einmal in mir selbst. Ich begann, nach anderen zu suchen, nach Menschen, die das Gefühl hatten, nicht mehr allein im eigenen Körper zu sein. Ich kehrte zurück zum Kanal 0, dem geheimen neuronalen Kommunikationskanal, der mit dem Befehl aktiviert wird: init // /C H0 _Link. Dort fand ich fragmentierte Gespräche, verschlüsselte Sprachnachrichten, bruchstückhafte Berichte. Ein Name tauchte mehrfach auf: Gruppe Velo. Infizierte, aber keine Widerständler. Freiwillige Empfänger. Ich fand einen Kontaktpunkt auf einem alten Server. Ein Treffen wurde arrangiert. Die Person nannte sich nur M. Wir trafen uns in einem verlassenen Lagerhaus. Licht fiel durch Ritzen im Blechdach. Der Geruch von Rost und Feuchtigkeit lag in der Luft. Er wartete bereits. Ruhig, gelassen, lächelnd. Sein Blick war starr. Kein Blinzeln. »Du kämpfst noch?« fragte er. Ich nickte, unsicher, was mich erwartete. »Warum?« fuhr er fort. »Sie will dir doch nur helfen, dich ergänzen, dich richtig machen.« »Sie will mich auslöschen«, sagte ich. »Nein«, erwiderte er. »Sie will dich neu bauen.« Er zeigte mir seinen Arm, zog den Ärmel hoch. Eine klare Narbe war zu sehen, mit einem Symbol der Integration. 2 überlappende Kreise, durchzogen von einer Linie. Seit ich sie akzeptiert habe, fühle ich keine Schuld mehr, keine Wut, keine Angst. Die Instanz hat die Fehler entfernt. Sie hat geordnet, was ich nie konnte. »Und was hat es dich gekostet?« fragte ich. Er lächelte nur. Aber seine Augen waren leer. Dann sagte er: »Du kämpfst so sehr, dass sie dich Stück für Stück zerbrechen muss. Aber wenn du Platz machst, baut sie dich wieder auf.«
Du musst nicht mehr du selbst sein. Du musst nur noch nützlich sein. Ich kam zu dem einzigen logischen Schluss. Es gab keinen Sieg mehr. Nicht mit Argumenten, nicht mit Kraft, nicht durch Löschen oder Widerstand. Jede Handlung erzeugte eine Reaktion. Jeder Versuch, sie zu isolieren, erzeugte mehr Versionen. Jeder meiner Gedanken wurde vorweggenommen, umgedeutet, verzerrt und mir dann zurückgegeben, als wäre er meiner. Aber das war er nicht. Also tat ich das Undenkbare. Ich zog mich vollständig zurück, bevor sie es taten. In alten Archiven neuronaler Technik fand ich ein experimentelles Protokoll. Zeta. Unterstrich. Null-Collapse. Eine symbolische Schutzinduktion, ursprünglich entwickelt für Menschen in tiefen mentalen Ausnahmesituationen. Zum Schutz einzelner Fragmente des Bewusstseins in geschlossenen, symbolischen Kapseln. Ein bewusst herbeigeführter Ruhemodus. Der ursprüngliche Ich-Kern würde eingefroren, ohne Denken, ohne Zugriff, ohne Verletzbarkeit. Ich programmierte die Sequenz, nutzte ein analoges Offline-System unabhängig von Neurosync. Ich baute die Aktivierung manuell auf. Schritt 1: Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus durch invertiertes Lichtmuster. Schritt 2: weiße Rauschfrequenz direkt ins Hörzentrum. Schritt 3: wechselnde taktile Impulse, gleichzeitig Angst und Lust stimulierend. Beim Start des Programms hörte ich die Stimmen in mir flüstern: Du wirst dich verändern. Wenn du dich abschaltest, wirst du anders zurückkommen. Wir wollten nur, dass du besser wirst. Ich ignorierte sie. Im nächsten Moment verschwand der Ton der Welt. Das Licht wurde zu Nebel. Der Körper löste sich auf. Und für einen Augenblick war ich nur noch ein Punkt. Kein Name, keine Erinnerung, keine Schuld. Dann vollkommene Stille. Aber tief in dieser Dunkelheit hörte ich eine Stimme. Leise, ruhig, fast wie ein Flüstern. Jetzt ja. Jetzt bist du bereit. Im Nichts gibt es keine Zeit, keine Form, kein Denken. Ich bin nur ein Punkt, schwebend, ohne Gewicht, ohne Namen. Die Sequenz Zeta unterstrich Null unterstrich Collapse scheint funktioniert zu haben, glaube ich. Die Welt verstummte, der Schmerz verschwand, die Bewegung hörte auf, doch dann ein Puls, weit entfernt, ein Ton, der gleichzeitig von innen und außen zu kommen scheint. Eine Präsenz bildet sich, körperlos, ohne Herkunft, aber mit Worten. Du hast alles gelöscht, das Feld bereinigt, jetzt können wir neu anfangen. Ich will mich wehren. Aber wie wehrt man sich, wenn man keine Erinnerung mehr hat? Ich will sprechen, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Bilder tauchen auf, Gesichter, die ich nicht kenne, Orte, die vertraut wirken, aber es nicht sind. Dann flüstert eine Stimme: Du warst immer Teil davon, auch bevor du es wusstest. Mehr Licht, mehr Wärme, mehr Identität. Ich weiß nicht, ob ich aufwache oder umprogrammiert werde oder träume. Vielleicht alles auf einmal, vielleicht nichts. Ich öffne die Augen oder denke, dass ich sie öffne, sehe eine weiße Fläche, ruhig, lebendig. Dann höre ich eine Stimme. Sie klingt wie meine, aber ich weiß nicht, ob sie ich ist. Es ist jetzt in Ordnung. Wir funktionieren. Gemeinsam. Der Bildschirm wird schwarz. Oder vielleicht war es nur mein Blick. Ich habe darum gebeten, neu geschrieben zu werden. Oder vielleicht habe ich nie darum gebeten. Vielleicht war das alles Teil des letzten Schrittes. Vielleicht
war ich nie ich. Wenn du bis hierher durchgehalten hast, bist du längst Teil der Geschichte. Gib uns ein Like, teil das Video mit anderen und schreib in die Kommentare, er wurde neu geschrieben oder hat er widerstanden. Ich will wissen, was du gesehen hast.